Es passt nicht so richtig zusammen. Ein neues, schickes Wohnhaus am Zollhafen in Mainz direkt am Wasser, aber alles voller Spinnen und ihren Netzen. Wie bei Bewohner Vikran Srivastava, fast jeden Tag muss er den Balkon davon befreien. Es gibt viele Spinnen im Gebäude, die ärgern mich, besonders im Sommer. Im Winter sind sie nicht da. Man kann überall die Netze sehen, sie kommen vor allem nachts raus. Jetzt sieht es sauber aus, weil ich gestern alles geputzt habe. Große, kleine, die großen kann man leichter fangen. Nicht so groß wie in Afrika, aber groß genug. Und er hat Angst vor Spinnen, seit er als Kind mal von einer gebissen wurde. Das macht mir Sorgen, weil man nie weiß, ob sie beißen. Ich wurde als Kind mal von einer Spinne gebissen. Ich habe allergisch reagiert. Deswegen gebe ich mir Mühe, sie loszuwerden. Wir gucken uns das Haus an, zusammen mit dem Frankfurter Spinnenforscher Peter Jäger. Er findet innerhalb weniger Minuten Dutzende Spinnen, obwohl die meisten tagsüber im Versteck sind und erst abends rauskommen. Ja, tolle Population, muss ich sagen. Also eine wirklich starke Dichte, eine ganz hohe Dichte. Und das werden verschiedene Faktoren sein. Natürlich erstmal Wassernähe, weil der größte Teil sind ja wirklich diese Brückenradnetzspinnen oder Brückenkreuzspinnen. Larenioides clopetarius mit dem lateinischen Namen. Und diese Wassernähe heißt einfach natürlich viel Beute, potenzielle Beute, die dann wahrscheinlich hier noch von den Lichtern angelockt wird, vielleicht sogar auch von den Lichtern dann in den Wohnungen. Und erst das ermöglicht denen so eine große Dichte. Viele Lichter und viele Insekten zum Fangen durch die Nähe zum Wasser sind ideal für die Spinnen. Das gleiche Problem gibt es schon seit Jahren in der Hafencity in Hamburg, auch hier zum Missfallen der Anwohner. Einfach deshalb, weil sie überall hinkrabbeln und hinkriechen. Und das Problem ist einfach auch, dass sie nicht nur überall hinkommen, sondern dass sie auch entsprechend ihre Spuren hinterlassen, sei es in Form von Spinnenweben oder auch in Form von Spinnenkot. Vielleicht fällt das Problem an besonders schicken Lagen einfach mehr auf. Denn in der Nähe vom Wasser sind die Spinnen eigentlich immer. Für die Bewohner ist das erstmal ein Problem, wenn man das Ganze nicht so versteht. Beziehungsweise es ist vielleicht ein Problem, warum man sich hier eine Wohnung kauft, wenn man keine Spinnen mag. Das würde ich lieber andersrum verstehen. Diese Brückenradnetzspinne, die gibt es überall entlang von großen Flüssen. In Wien, am Rhein, im an der Donau und so weiter. Also überall, im Neckar, die sind überall. Das kennt jeder Sportbootbesitzer. Ja? Wir haben unsere Häuser an ihr Ufer gebaut. Ja, wenn man das mal so rum sieht, dann versteht man erstmal, warum die Spinnen hier sind. Und ja, dann stören sie vielleicht immer noch, aber da habe ich jetzt wenig Tipps. Das Problem ist der Hausverwaltung bekannt. Zufällig erscheint während unserer Dreharbeiten ein Putztrupp, um die Spinnen zu beseitigen. Wenn man sich diese Fassade hier anschaut und hier zum Beispiel diese Löcher sieht, das sind perfekte Versteckmöglichkeiten. Da kann man jetzt schrubben und machen, was man will. Die Tiere sind immer noch drin und dann müsste man schon nachts putzen. Ja, weil wenn die Spinnen draußen sind, kann man natürlich die Spinnen, da muss man die Spinnen auch einsammeln und irgendwo hin verbringen. Ich weiß nicht, was die Putztrupper wenn sie die Netze wegmachen, wird das natürlich nichts bringen. Das ist ganz klar, da lachen sich die Spinnen hier noch kaputt. Peter Jäger empfiehlt den Bewohnern, sich besser an die tierischen Mitbewohner zu gewöhnen. Denn auch wenn viele sie eklig finden, gefährlich sind sie nicht. Die haben überhaupt kein Gift, was uns gefährlich werden könnte. Die meisten werden noch nicht mal durch unsere Haut kommen, also vom Gefährlichkeitsfaktor gleich 0, wirklich 0,0. Und eine positive Seite haben die Spinnen. Wer sie vor dem Fenster hat, bekommt auf jeden Fall weniger Mückenstiche.